Hallo, ich bin Jenny aus dem Marketingteam von Zato. Wir sind heute mit Patrick, um über sein neuestes Projekt zu sprechen. Können Sie uns kurz die Geschichte Ihres Unternehmens erzählen und wie sich der Metallrecycling-Sektor in den letzten Jahren entwickelt hat? Hallo, mein Name ist Patrick Hoffmann und ich bin Inhaber von der Firma Hoffmann Schrott- und Metallhandel. Ich bin seit 2007 bei meinem Vater ins Unternehmen damals eingestiegen. Damals waren wir, ich glaube, 3 Mitarbeiter und ja, es hat sich vieles getan in den letzten Jahren. Jetzt haben wir 2025. Wir sind jetzt in Germersheim hier und haben mittlerweile ca. 40 Mitarbeiter. Welche operative Herausforderungen haben Sie sich für die kommenden Jahre gesetzt? Dazu möchte ich jetzt im Moment eigentlich noch nicht so viel dazu erzählen. Ich kann nur sagen, dass in den nächsten Jahren Qualität bei uns eine große Rolle spielen wird. Haben Sie bereits Auswirkungen in Bezug auf Produktionseffizienz oder ein höheres verarbeitetes Volumen festgestellt? Durch den Blue Devil haben wir natürlich eine viel bessere Ausladung und das heißt, die Frachtkosten Richtung, ich sag mal, europaweit sind natürlich pro Tonne viel günstiger. Und wir haben pro Tonne Verarbeitung viel weniger Kosten, wie wir das Material vorverarbeitet haben. Was hat Sie dazu bewegt, Zato als technologischen Partner zu wählen? Was hat mich dazu bewegt, Zato als Partner zu wählen? Ja, ich muss sagen, ich denke, ich habe mir alle Videos auf YouTube mindestens 100 Mal angesehen. Bin die letzten Monaten auch quer durch Europa gereist, habe mir mehrere Anlagentechniken, große Linien angeschaut und ja, es hat mich einfach überzeugt. Auch die Anlagenbetreiber, ob es jetzt in Spanien, Portugal oder was weiß ich was war, waren sehr überzeugt davon. Und das hat mich einfach von Zato überzeugt. Der Unterschied, warum ich mich für Zato entschieden habe, ist einfach, es ist nicht immer nur die Maschine, wo man kauft, sondern auch der Service, was ganz wichtig ist, wo mindestens genauso wichtig ist wie die Maschine. Die Menschen außenrum, wo dich beraten, das Vertrauen, ich sag mal, es ist auch schon ein größerer Invest, wo dann auch, wo du schon genau überlegst, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten willst. Und das war mit Edgar, Luigi und Andreas einfach super und hat alles super gepasst. Wie würden Sie Ihre Erfahrung mit dem Kundenservice von Zato beschreiben? Ja, bezüglich Kundenservice muss ich glücklicherweise sagen, wir haben bis jetzt noch nicht so oft gebraucht, also so gut wie gar nicht. Die Maschine läuft eigentlich super durch. Bei Kleinigkeiten haben die eine gute Lösung, WhatsApp-Gruppe, wo unsere Mitarbeiter auch dann verknüpft sind und die schreiben da einfach rein, egal Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und die bekommen dann eigentlich sofort eine Antwort und das ist top. Ja, und im Aufbau waren wir auch super zufrieden. Der Daniel, was hier war aus Italien, also top geschulte Leute, muss man echt lassen, sehr freundlich und hat alles super gepasst. Wie stellen Sie sich Ihr Unternehmen in 5 Jahren vor? Mein Plan für die nächsten 5 Jahren? Ja, mein Ziel war eigentlich schon immer, das Unternehmen kontinuierlich nach vorne zu bringen. Und ich denke, wenn man mal in rückblickend schaut, was die letzten 20 Jahre bei uns passiert ist, dann sagt es einiges über mich und über mein Team hier aus. Ja, und so will ich das eigentlich auch die nächsten Jahre besten Gewissens weiterführen. Das Schöne ist, dass mein kleinster Bruder Philipp Hoffmann auch jetzt schon seit 5 Jahren dabei ist, stark an meiner Seite. Und ja, die nächste Generation lässt auch schon auf sich warten mit großem Interesse. Und dann werden wir mal sehen, was die nächsten Jahre noch passiert bei uns. Und welche Rolle könnte Zato in Ihrer zukünftigen Entwicklung spielen? Was für eine Rolle wird Zato in den nächsten Jahren spielen? Zato wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein starker Partner von uns sein. Und mehr will ich da jetzt eigentlich in dem Aspekt noch gar nicht zu sagen. Schauen wir mal, was kommt. Denken Sie bereits über eine Erweiterung der Anlage nach? Ja, die Planungen sind eigentlich schon weitestgehend abgeschlossen. Im Detail kann ich leider heute darüber noch nichts erzählen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir monatelang
in Planung waren und ja, das Projekt richtig geil wird. Und mehr dazu in der nächsten Episode.